bin Vincent und ich studiere an der TU Elektro- und Informationstechnik. Bin jetzt seit Januar 21 am IMMS als Hiwi tätig und mache dann nach meiner Hiwi-Tätigkeit mein Fachpraktikum und voraussichtlich meine Bachelorarbeit. Zurzeit arbeite ich an PMU-Chips. Das sind Mikrochips, die andere Chips vermessen können oder auch als Quelle dienen. Das heißt, man kann die dann als Testequipment einsetzen. Und da haben wir gerade einen Aufbau, der aus 4 solchen Chips besteht, und damit bauen wir ein bisschen. Ich hatte an der Uni immer ziemlich damit zu tun, die Theorie einzuordnen. Und da hat es mir am IMMS eben sehr geholfen, dass dann viele praktikable Lösungen waren, wo ich auch meine Theorie auf einmal einbringen konnte, beziehungsweise erstmal verstanden habe, wofür ich diese Theorie brauche. Also dass ich jetzt auf einmal vor Problemen stand, wo ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann oder soll. Und dann aber jemand gesagt hat, ja, da kann man das und das anwenden, und dachte ich mir, ach, das kenne ich ja aus der Uni. Ich wusste eben überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, ohne den Praxisbezug. Ich bin jetzt seit 2 Jahren am IMMS und habe jetzt das erste Mal ein Projekt wirklich von ganz Anfang bis quasi zum Schluss mitverfolgt. Da habe ich von der Konzeption über den Entwurf, jetzt den Aufbau und Test alles mitgemacht. Und das ist eben eine Testkarte, das heißt, da kann man andere Chips oder Geräte mit vermessen. Und die wird dann als wiederum ein Modul verwendet für einen Messaufbau. Das heißt, es ist modular aufgebaut, da kann man verschiedene Module einschieben und den dann eben benutzen, wofür man will. Zum Beispiel eben, um diese Chips zu testen. Die Betreuung ist ziemlich 1:1. Also ein Betreuer ist dann natürlich für mehrere Studenten zuständig, aber dadurch, dass die Aufgaben ziemlich breit verteilt werden, findet man eigentlich immer ein offenes Ohr. Also wenn ich jetzt zu meinem Betreuer gehe, dann hat er immer Zeit für mich und ist eben auch so tief in der Materie drin, dass er mir direkt helfen kann. Selbst wenn irgendwas unklar war, hat man eigentlich so lange zusammen an dem Problem gesessen, bis man es gelöst bekommen hat. Also ans IMMS bin ich damals gekommen, weil ich zum einen die örtliche Nähe geschätzt habe. Das IMMS ist definitiv in Laufnähe, also ich brauche vom Campus ungefähr 2-3 Minuten hierher. Und außerdem habe ich einen Partner gesucht, der mir für mein Fachpraktikum und meine Bachelorarbeit zur Seite steht. Und da hat sich das IMMS mehr als angeboten. Ich kann es mir jetzt nur vorstellen, würde ich jetzt aus der Uni rausgehen, hätte ich, glaube ich, ziemliche Probleme, überhaupt was mit meinem Wissen anzufangen. Weil alles, was ich so praktisch im industriellen Maßstab gelernt habe, sage ich mal, kam jetzt wirklich vom IMMS. Also ich habe zu Hause natürlich rumgebastelt mit Elektronik, aber das ersetzt ja nicht das Wissen, was einem jetzt hier vermittelt wird. Außerdem habe ich den Umgang mit etlichen Programmen gelernt und Programmiersprachen. Das heißt, die kann ich jetzt quasi schon, oder zumindest teilweise, und muss ich mir nicht mehr selber beibringen oder mein späterer Arbeitgeber, sondern ich kann jetzt quasi, sage ich mal, viel besser ins Berufsleben einsteigen. In Zukunft werde ich auf jeden Fall mein Fachpraktikum und meine Bachelorarbeit hier noch absolvieren. Das ist soweit auch schon in trockenen Tüchern. Und dann vermutlich werde ich meinen Master machen und meine Masterarbeit dann ziemlich sicher auch hier machen.